Berlin, Januar 1900. Eine Frau wird gegen ihren Willen weggebracht. Nicht, weil sie krank ist, sondern weil sie jemanden gestört hat. Niemand fragt, wo oder warum. Und das Erschreckende daran ist, dass es völlig legal ist. Der Morgen ist noch nicht angebrochen. Doch in manchen Häusern hat bereits etwas Unwiderrufliches begonnen. Was nun geschehen wird, wird die Welt einer Frau verdunkeln. Eine Frau, die am Morgen noch Mutter war, wird in der Abenddämmerung zum Fall. Am nächsten Tag wird sie zu einer Akte. Kein Prozess, keine Beweise, kein Recht auf Berufung. Nur ein Wort: Hysterie. Fragen tauchen auf. Warum gibt es dieses Problem nicht bei Männern? Wie hoch war der Anteil der Frauen, die tatsächlich krank waren? Anna ist 32 Jahre alt, Mutter von 2 Kindern. Ein bisschen neugierig, nie so recht sicher, was sie sagen soll. Ihr Ton ist mal laut, mal irritierend. Sie sollte still sein, aber sie tut es nicht. Sie sollte nicht fragen, aber sie tut es. Es ist noch früh am Morgen. Müdigkeit in ihren Augen, die Kinder schlafen. Plötzlich klopft es an der Tür. Scharf und ohne zu zögern. Die Tür öffnet sich, ohne ihre Erlaubnis. 2 Männer, die Anna noch nie gesehen hat. Ein Arzt und ein Pfleger. Ihr Mann steht hinter ihnen. Er weicht Annas Blick aus. Er sagt kein Wort, denn er hatte alles geplant. Eine Unterschrift genügte. Sie möchte sich äußern. Sie ist nicht krank. Etwas müde, manchmal wütend. Aber sie ist nicht krank. Der Arzt schüttelt den Kopf, langsam, hoffnungslos, als wollte er sagen, diesen Satz habe ich schon hunderte Male gehört. Ja, er hat es wirklich gehört, aber was ist mit der Wahrheit? Und genau hier ändert sich alles. Diagnosen werden schneller gestellt als je zuvor. Redet sie zu viel? Ja, Hysterie. Ist sie emotional? Ja, ein Nervenzusammenbruch. Ist sie übermäßig ungehorsam? Pfeil nach rechts. Ja, also ist sie psychisch krank. Diese Diagnosen, die heute bedeutungslos erscheinen, waren damals Teil einer sehr systematischen Ordnung. Anna ist hilflos. Anna wird zum Fall. Jeder ihrer Einwände gilt als Beweis. Jede Träne, die sie vergießt, bestärkt die Annahmen. Schweigt sie, gilt das als Zustimmung. Was erwartete Anna also? Zwischen 1880 und 1910 stieg die Zahl der Patienten in preußischen psychiatrischen Kliniken um mehr als 400%. Im selben Zeitraum wuchs die Bevölkerung nur um 48%. Obwohl sich die Zahl der Menschen vervierfachte, vervierfachte sich die Zahl der Krankheiten nicht. Mehr Betten, weniger Freiheit und neue Einrichtungen, die sofort nach ihrer Eröffnung überfüllt waren. Die Krankheit nahm also nicht zu. Warum passierte das dann? Weil es einfacher war, sie in psychiatrische Kliniken einzuweisen. Niemand fragte, warum diese Frauen dort waren. Wenn dich diese Geschichte nicht loslässt, bleib dran, denn sie wird noch verstörender. Die Türen schließen sich nacheinander hinter Anna, als würden sie sich nie wieder öffnen. Anna ist jetzt in einer psychiatrischen Klinik. Nur ein Wort und endgültig. Für sie ist nun jeder Tag gleich. Die aufgehende Sonne gibt ihr keine Hoffnung. Als wäre ihr die Lebensfreude genommen worden. Morgen, Mittag, Abend, Schlaf. Dann wiederholt sich dieser Kreislauf. Der Begriff Zeit hat für Anna seine Bedeutung verloren. Die Briefe wurden mit der Zeit immer weniger. Und die, die ankamen, wurden kontrolliert. Besuche waren selten und kurz. Die Kinder kamen nicht. Tiefste Einsamkeit umfing Anna. Nach einer Weile hörte sie auf zu hinterfragen. Wenn sie sagte, mir geht es gut,
galt alles als normal. Wenn sie weinte, war es der Beweis. Wenn sie aufhörte zu weinen, galt es als Akzeptanz. Aber Anna tat etwas anderes. Nichts. Damit nichts mehr gegen sie verwendet werden konnte. Nun denkst du vielleicht, hat denn niemand Widerstand geleistet? Doch, eine 50-jährige Näherin. Aber nicht so, wie du denkst. In diesem Moment geschieht etwas, das das vermeintlich perfekt konstruierte System nicht vorhergesehen hat. Während Anna in Stille versunken ist, weigert sich eine andere Frau zu verschwinden. Und sie tut es auf eine Weise, die niemand sich vorstellen könnte. Ihr Name ist Agnes Richter, eine Näherin, 50 Jahre alt. Sie wurde 1893 hier aufgenommen. Die Entscheidung trafen ihr Vater und ihre Brüder. Diagnose: Paranoia. Wieder nichts bewiesen. Der einzige Beweis ist, dass die Menschen in ihrem Leben beschlossen haben, dass sie zu viel ist. Alles wird ihr genommen, genau wie Anna. Kein Papier, kein Stift. Sie muss ihre Gedanken in ihrem Kopf lebendig halten, denn sie wird einen Weg finden, sie auszudrücken. Keine Zeugen, keine Stimme. Es gibt keinen Ausweg. Sie wird alles benutzen, was sie in die Finger bekommt. Nadel und Faden. Jede Nacht, wenn das Licht ausgeht, wenn die letzten Geräusche im Flur verstummen, nimmt sie Nadel und Faden aus dem Nähatelier. Sie beugt sich über ihre Kleidung. Es gibt so viel zu schreien. Vor lauter Anspannung kann sie sich nicht konzentrieren. Ihre Hände zittern. Sie muss so viel in so kurzer Zeit schreiben. Und niemand weiß, wie lange sie schon darüber nachdenkt. Dann beginnt sie zu schreiben. Nicht mit Tinte. Sie schreibt mit Stichen. Vorsichtig, kurz, mit Worten, die aus tiefstem Inneren kommen. Im Futter ihrer Jacke. Überall, wo der Arzt nicht hinsieht. Überall, wo der Pfleger nicht hinsieht. Überall, wo nur sie es weiß. Was sie schrieb, sollte später enthüllt werden. Ich bin nicht alt. Ich möchte studieren. Es war ein stummer Schrei. Eine Frau, die einfach sagte, auch wenn ihr mich nicht sehen wollt, ich existiere. Direkt vor euch. Hier bin ich. Und solange es Nadel und Faden gibt, kann niemand diese stummen Schreie auslöschen. Agnes Richter kam nie wieder heraus, nachdem sie dort eingeliefert worden war. Sie starb 1918 im Krankenhaus. Und was ist mit den Sätzen, die sie gestickt hat? Agnes Jacke hat überlebt. 1980, fast 90 Jahre später, wurde sie in einer Ausstellung entdeckt. Heute ist sie in Heidelberg in der Sammlung Prinzhorn zu sehen. Unter Tausenden von Dokumenten, unter den Diagnoseakten von Frauen. Diese Jacke ist kein offizieller Bericht, keine Krankenakte. Nur die Stimme einer Frau, die sich weigerte zu verschwinden. Deutschland steht still, Berlin auch, Heidelberg auch. Die Gebäude, die Archive, die Namen. Doch die Wahrheit dieser Frauen wurde mit Nadel und Faden bis hierher gebracht, um den schweigenden Massen eine Stimme zu geben. Und die Frage bleibt, hättest du damals gelebt, hättest du das bemerkt? Oder hättest du dein Leben weitergelebt? Agnes schrieb mit Stichen. Dein Kommentar reicht.